Hallo und herzlich willkommen hier aus der ZTV-Geschäftsstelle in Berlin. Wir begrüßen Sie herzlich zur Präsentation der Marktdaten zum deutschen Fahrrad- und E-Bike-Markt 2023. Mein Name ist Anke Schäffner, ich bin Leiterin für Politik und Interessenvertretung beim ZTV. Einen herzlichen guten Morgen, ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Burkhard Stork, der Geschäftsführer des Zweiradindustrieverbandes. Mit uns dabei ist auch Uwe Wöll vom Verbund Service und Fahrrad. Schönen guten Morgen. Uwe Wöll, mein Name, Geschäftsführer des VSF, Fachhandelsverband der Fahrradbranche. Vielen Dank, Uwe. Schön, dass du mit dabei bist. And also a very warm welcome to our international and English-speaking audience. We're very happy that you are with us today. You will find all the data, figure, and the presentations also in an English version afterwards on our website for downloading. Danke, dass Sie bei uns sind. Am Anfang ist es ja guter Brauch, dass bei einer Pressekonferenz der Veranstalter sich kurz eben vorstellt. Der Zweiradindustrieverband, der gerade in seinem 136. Jahr die Interessen der Fahrradindustrie vertritt, hat sich immer wieder erneuert, immer wieder neu erfunden. Wir vertreten 90% der Fahrrad- und E-Bike-Produktion in Deutschland mit etwa 120 Mitgliedern. Wir sind aber ein Verband, der nicht nur die klassische Produktion vertritt, wie man sich vielleicht das früher vorgestellt hat unter dem Begriff Industrie. Wir wissen heute, die Fahrradbranche ist viel größer. Viele der guten Zahlen, die wir heute zu verkünden haben, wären ohne neue Geschäftsmodelle wie Leasing oder Sharing gar nicht denkbar. Wir werden heute über Anhänger reden. All die Unternehmen, die in der Fahrradbranche unterwegs sind, sind im ZTV Mitglied und sind durch den ZTV vertreten. 90% der E-Bikes und Fahrräder, die in Deutschland produziert werden. Wir werden heute genau erfahren, wie viele das sind. Natürlich ist die wichtigste Aufgabe eines solchen Industrieverbandes dafür auf der einen Seite zu sorgen, dass Wertschöpfung in Deutschland und in Europa gut funktionieren kann, dass hier Produktion und Herstellung, Vertrieb, Leasing, andere Geschäftsmodelle gut funktionieren können. Besonders fürs Fahrrad und fürs E-Bike ist dann immer noch die zweite Aufgabe eines solchen Industrieverbandes, nämlich sich darum zu kümmern, dass die Produkte auch gut genutzt werden können. In der Verkehrspolitik, in der Tourismuspolitik, in der Verkehrssicherheit, in all diesen Bereichen. Das tun wir, indem wir präsent sind in vielen, vielen Gremien, in vielen Ministerien, in unterschiedlichsten Organisationen, die sich um diese Themen kümmern. Das Fahrrad, beziehungsweise korrekter formuliert, das E-Pack wird in Brüssel reguliert und nicht nur hier in Berlin oder in Flensburg. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch in Brüssel intensiv vertreten sind. Wir sind das größte und eines der aktivsten Mitglieder im Europäischen Verband CONEBI. Die Kollegin Anke Schäffner, Tim Salatzky und ich sind sehr viel in Brüssel unterwegs. Wir werden gleich noch ein paar Worte über die Taipei Cycle in der vergangenen Woche wechseln, aber wichtig an der Stelle ist natürlich als erstes zu sagen, dass der ZTV der Partner der deutschen und europäischen Leitmesse der Eurobike ist. Eine weitere wichtige Aufgabe des Zweiradindustrieverbandes, des Verbandes der Fahrradindustrie, ist die Präsentation der jährlichen Marktdaten in der Rückschau aufs Jahr 2023 und dazu nochmal herzlich willkommen. Ja, was erwartet Sie in der kommenden Stunde? Wir werfen, wie gesagt, einen Blick auf die Marktdaten vom Jahr 2023. Dabei schauen wir uns genauer die Produktion und die Absätze in der Fahrradbranche an. Wir schauen auch auf die Entwicklung im Fahrradhandel. Und zu guter Letzt werden wir auch einen Blick über den Tellerrand hinauswerfen und schauen, was beim Import und Export im letzten Jahr passiert ist. Sie können sehr gerne Fragen stellen. Schreiben Sie die bitte in den Chat rein. Wir nehmen uns am Ende Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Und im Anschluss finden Sie auch alle Informationen auf der Webseite, die Präsentation, die Sie jetzt hier sehen, auch die Pressemeldung ist dort zu finden. Yeah, this remark also in English as well, so please write your questions in the chat. We will take us some time at the end of the press conference to answer all your questions, and you can also find all the figures and data in the press release at the end on our website. Okay. Ja, der erste Blick, den wir tun, das erste Kapitel unserer Präsentation, unserer Pressekonferenz, ist der Blick auf den Bestand Fahrräder und E-Bikes in Deutschland. Dann gucken wir auf die Produktion im vergangenen Jahr in 2023 und dann auf das von mir
so geliebte Thema Inlandsanlieferung. Was ist denn, hat denn eigentlich den deutschen Fachhandel erreicht? Wir beginnen mit dem Bestand. Heute Morgen ist ja schon eine Nachricht über die Ticker gelaufen. Es war nicht die Nachricht, dass wir mehr Fahrräder und E-Bikes als Bevölkerung in Deutschland haben, denn da sind wir noch nicht. Wir wachsen im Bestand immer weiter, insbesondere im E-Bike. Wir haben deutlich zugenommen, auch im vergangenen Jahr. Wir haben einen Bestand von 84 Millionen Fahrrädern, haben aber ein bisschen mehr Bevölkerung. Ich freue mich sehr, hoffe, im nächsten Jahr kriegen wir endlich dann, das habe ich im letzten Jahr auch schon gesagt, endlich mehr Fahrräder als Bevölkerung in Deutschland. Wir sehen, dass der hohe Bestand überhaupt nicht dazu führt, dass der Markt sich beruhigt oder abschwächt. Es gibt große Tendenzen, ältere Fahrräder zu ersetzen. Es gibt einen deutlichen Trend zum Zweit- oder Drittrad, zum höherwertigen Fahrrad. Das merken wir deutlich. Übrigens, insbesondere wenn man mit Journalisten von Wirtschaftszeitungen spricht, die scheinen alle besonders gute Kunden zu sein. Und wir sehen das insbesondere auch einfach daran, dass die Vielfalt der Produkte in unserer Branche immer größer wird, immer spannendere Dinge, zusätzliche spannende Dinge auf den Markt kommen. Wir machen uns keine Sorgen, dass es eine Sättigung gibt. Wenn wir uns den Bestand nochmal in der längeren Zeit angucken, dann sehen wir, dass wir einen kontinuierlichen Zuwachs haben. Ich habe es gerade schon mal gesagt, 2013 lagen wir bei 71 Millionen, jetzt liegen wir bei 84 Millionen. Deutlich wieder gewachsen. Wir sehen beginnende Tendenzen, die E-Bikes der ersten Generation jetzt langsam in die Verwertung zu geben. Der ZIV ist ja mit einem Partner der GRS der Betreiber des Recycling-Systems, sodass wir ziemlich genau wissen, was passiert bei den E-Bikes. Und da sehen wir, dass es erste Tendenzen gibt, ältere E-Bikes der ersten Generation werden ersetzt. Bleiben wir nochmal beim Bestand der E-Bikes. Der ein oder andere, der wie ich länger in der Branche ist, wird sich erinnern, Kanzlerin Merkel 2013 auf der Eurobike hat ein bisschen säuerlich gesagt, ja, Sie haben 1 Million Elektrofahrzeuge auf der Straße, so haben wir das ja mit unserem Ziel damals nicht gemeint. Und wir alle, die wir im Publikum saßen, haben uns gefreut. Wir haben an E-Bikes im vergangenen Jahr 2023 11 Millionen in der deutschen Bestandsflotte gehabt, fast 7-mal mehr als vor 10 Jahren. Das heißt, wenn wir über Elektrofahrzeuge auf dem deutschen Markt sprechen, dann ist das E-Bike das absolut dominierende Elektrofahrzeug weit vor denen mit mehr Rädern, mit mehr PS und bei denen die Bewegung hinten dran bleibt. Ich habe es gerade schon mal gesagt, das 1 Million Ziel für 2020 haben wir viele Jahre vorher erreicht. Die aktuelle Bundesregierung hat sich vorgenommen, 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf dem Markt zu haben. Die meinen damit schon wieder keine E-Bikes. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass wir die 15 Millionen deutlich vor 2030 erreichen werden. Nun schauen wir auf die Produktion von Fahrrädern und E-Bikes im vergangenen Jahr. Das ist für uns immer eine sehr zentrale Zahl. Also was haben unsere Mitgliedsunternehmen denn tatsächlich produziert im Jahr 2023? Und da ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Es wurden insgesamt 11% weniger Fahrzeuge im Vergleich zum Jahr 2022 in Deutschland produziert. Insgesamt 2,3 Millionen. Der Rückgang bei den E-Bikes ist etwas weniger, eigentlich nur die Hälfte sozusagen. Es wurden 5,9% weniger E-Bikes im letzten Jahr in Deutschland produziert. Es sind 1,6 Millionen für das Jahr 2022. Insgesamt sieht man aber hier über den Zeitraum der letzten 3 Jahre, dass wir uns bei der Produktion auf einem sehr hohen Niveau in Deutschland bewegen und auch eingependelt haben. Wenn man sich jetzt die längere Entwicklung anschaut, sehen Sie hier nochmal die vergangenen 10 Jahre Produktionszahlen für Fahrräder und E-Bikes in Deutschland, jeweils in Millionen Stückangaben. Ich lese nochmal vor, es ist ein bisschen klein, nämlich, und man sieht auch so einen schönen Balken, der den Verlauf der letzten Jahre anzeigt. Also, wie gesagt, im letzten Jahr 2,3 Millionen Fahrzeuge insgesamt, 1,6 Millionen E-Bikes und 0,7 Millionen Fahrräder wurden in Deutschland produziert. Wenn man sich hier den langen Zeitraum anschaut, sieht man, dass man sich da auf einem sehr hohen Niveau eingependelt hat und dass das E-Bike tatsächlich der Motor der Fahrradbranche in Deutschland ist und auch bleiben wird.
Neben der Produktion in Deutschland produzieren deutsche Unternehmen aber auch außerhalb von Deutschland. Also es gibt Produktionsstätten deutscher Unternehmen außerhalb Deutschlands. Das ist überwiegend im europäischen Ausland, sogar 85% werden im europäischen Ausland produziert. In Stückzahlen heißt das, dass im vergangenen Jahr 710.000 Fahrräder und E-Bikes außerhalb von Deutschland von deutschen Unternehmen gefertigt wurden. Somit kommen wir auf eine Gesamtproduktionssumme von deutschen Unternehmen in Deutschland und außerhalb auf 3 Millionen Stück Fahrräder und E-Bikes. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Zweiradkomponenten. Es geht ja immer so ein bisschen unter. Wir reden oft von den Gesamtfahrzeugen, aber wir möchten hier nochmal ganz bewusst uns auch die Zweiradteile genauer anschauen und haben hier für Sie Zahlen zu Produktion, Import und Export zusammengetragen von den Teilen. Und dabei sieht man, dass es einen leichten Rückgang bei der Produktion im vergangenen Jahr gab, wobei man aber natürlich betonen muss, dass das Jahr 22 sehr außergewöhnlich war, und wir da eben die Lieferkettenprobleme ja noch mit uns geschleppt haben. Insofern sieht man jetzt, dass es sich eigentlich wieder normalisiert und wir uns auf einem vernünftigen Niveau einpendeln, was auch die Produktion der Zweiradteile angeht. Beim Export sieht man ein sehr stabiles Niveau. Da gibt es eigentlich relativ wenig Veränderungen zu den Vorjahren. Und auch beim Import sind die Unterschiede nur minimal. Und man kann schon sagen, dass es eben da auch wirklich eine Normalisierung gibt, nachdem die Lieferkettenprobleme, die die Corona-Pandemie mit sich brachten, nun hinter uns liegen. Insgesamt zeigen uns die Zahlen aber vor allem, dass wir in Deutschland, am Standort Deutschland, eine sehr hohe Fertigungstiefe haben, auch was die Zweiradkomponenten angeht. Anke, wie viele andere, auch der eine oder andere, die uns jetzt aus der Branche zuschaut, warst du ja letzte Woche in Taipei auf der Taipei Cycle. Da sind ja überwiegend Komponentenhersteller und nicht so viele Fahrzeughersteller. Was hast du für eine Stimmung mitgebracht? Wie ist die Stimmung bei den Komponentenherstellern? Ja, international deckt sich das Meinungsbild eigentlich mit dem, was wir auch in Deutschland erfahren. Es ist eine herausfordernde Zeit, es stehen schwierige Monate noch bevor, aber insgesamt ist die Meinung schon sehr zuversichtlich. Wir haben einen Zukunftsmarkt mit dem Fahrrad und dem E-Bike, das haben wir auch in Taipei gespürt und unser Eindruck war vor allem auch, das fand ich sehr interessant, auch bei den diversen Besuchen, die wir Unternehmen gemacht haben, dass die Zeit, die jetzt vielleicht durch etwas weniger Produktion vorhanden ist, auch für viele andere Themen und Investitionen genutzt worden. Es wurde sehr viel über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Viele Unternehmen, auch in Taiwan produzierende Unternehmen, investieren jetzt, um auch die Produktion noch nachhaltiger zu gestalten. Und insofern wird die Zeit und ja auch diese etwas herausfordernden Zeit, in der wir nun gerade sind als Branche, genutzt, um sich besser für die Zukunft aufzustellen, besser zu wappnen. Und wenn sich eine Tür schließt, geht eine andere auf. Und ich denke, insofern können wir da auch sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen. Vielen Dank. Das ist spannend zu hören. Ich freue mich auf der Eurobike, wenn wir dann all die Fahrräder sehen, die aus den Einzelteilen, aus den Komponenten zusammengestellt worden sind. Wenn man Komponenten nimmt, die teilweise in Deutschland produziert werden, teilweise importiert werden, wenn man die Fahrzeuge, die Fahrräder nimmt, die daraus produziert werden und dann noch die Fahrräder nimmt, die wir importieren und dann wiederum die abzieht, die Fahrräder und auch die Teile, die wir exportieren, dann kommen wir bei dem an, was wir im Zweiradindustrieverband im ZIV die Inlandsanlieferung nennen. Wie viel Fahrräder sind denn an den Handel gegangen? Da kommen wir aus einem absoluten Spitzenjahr, müssten wir jetzt mal zurückgucken auf die Jahrzehnte, dann würden wir wahrscheinlich sehen, dass wir selten so viel Fahrräder angeliefert haben wie 2022. Deswegen passt es, dass wir in 2023 weniger angeliefert haben. 2023 sind es 4,36 Millionen Fahrräder, die an den Händler gegangen sind. Wir wissen, dass wir noch ein bisschen Lagerbestand haben, ein paar Tage Sonnenschein, da werden wir gleich noch was von Uwe Wöll zu hören, dann wird das besser, aber das hat das Jahr 23 geprägt, deswegen ist die Inlandsanlieferung zurückgegangen. Was wir aber auch sehen, das will ich deutlich sagen, wir haben ja mehrfach in den letzten Wochen Überschriften gelesen, in vielen Interviews sind wir gefragt worden, ist ja alles eine Katastrophe, wie fürchterlich. Nein, das ist es überhaupt nicht. Von Katastrophe kann überhaupt keine Rede sein. Die Fahrradbranche ist leistungsfähig, hat sich im letzten Jahr gut behauptet. Auch bei dieser Inlandsanlieferung sieht man das deutlich. Wir haben kräftig anliefern können und unsere Kundinnen und Kunden, in diesem Fall der Fahrradhandel, hat auch das abgenommen, was wir liefern konnten.
Ja, nachdem wir nun auf die Produktionszahlen geschaut haben, werfen wir jetzt einen Blick auf die Verkäufe von Fahrrädern und E-Bikes im vergangenen Jahr. Und dabei ist immer eine sehr beliebte Frage in den letzten Jahren gewesen, wann ist es denn soweit, dass die E-Bikes die Fahrräder überholen? Und vielleicht haben das einige von Ihnen heute auch schon morgens in der Presse gelesen. Im vergangenen Jahr war es also erstmals soweit, dass mehr E-Bikes verkauft wurden als Fahrräder. Jetzt sehen wir auch die Zahlen, genau. Also das E-Bike überholt das Fahrrad im Verkauf. Wir hatten einen Anteil von 53% verkaufter E-Bikes gegenüber 47% Fahrrädern. In Zahlen heißt das, es wurden 1,9 Millionen Fahrräder verkauft und 2,1 Millionen E-Bikes. Unsere Annahme ist, dass sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren so fortsetzen wird und wir sehen auch in vielen verschiedenen Bereichen des E-Bikes ist noch sehr großes Potenzial und gehen deshalb davon aus, dass das Wachstum auch da noch weiter voranschreiten wird. Lass mich auch da nochmal eine Frage stellen. Wir haben es heute Morgen gehört, es ist über den Ticker gelaufen, es ist offensichtlich die Nachricht aus den vielen Zahlen, die wir heute haben, die am interessantesten ist. Natürlich ist es für unsere Branche interessant, es ist für die Wirtschaftspresse interessant, es ist für uns alle gut, weil wir wissen, dass mit dem E-Bike auch die Umsätze und die Qualität dessen, was wir ausliefern können, steigt, die Wertigkeit der Fahrzeuge, von daher toll. Aber was ist mit dem, was viele von uns ja auch treibt, viele unserer Unternehmen voranbringen wollen, die Verkehrswende? Sind mehr E-Bikes automatisch auch gut für die Verkehrswende? Das kann man mit einem deutlichen Ja beantworten. Also für uns als ZTV ist es immer Verkehrswende. Wie schaffen wir das, mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen? Ein zentrales Anliegen, was uns in der Geschäftsstelle beschäftigt. Und du hast es gesagt, was auch unsere Mitgliedsunternehmen sehr umtreibt. Und es ist so, dass E-Bikes deutlich öfter und für längere Strecken genutzt werden als Fahrräder. Im Schnitt spricht man von circa 4-mal so viel gefahren werden wie ein Fahrrad. Das heißt, dass eben auch deutlich mehr Fahrradkilometer zusammenkommen, je mehr Menschen auf das E-Bike umsteigen. Natürlich brauchen wir aber auch entsprechende Rahmenbedingungen und da sind wir auch im ständigen Austausch mit der Politik. Wir brauchen bessere Infrastruktur, wir brauchen attraktive und sichere Radwege, damit die Menschen auch noch mehr ihr E-Bike nutzen. Und es ist insofern auch nicht nur ein Vorteil für die Verkehrswende und auch zum Erreichen der Klimaziele im Verkehrssektor, sondern mehr E-Bike-Nutzung heißt ja auch mehr Bewegung. Die Menschen bewegen sich mehr im Alltag, weil sie mit dem E-Bike vielleicht zur Arbeit oder zur Schule fahren. Das ist auch insofern gut für das Gesundheitswesen. Da stehen auch massive Kosten ja bevor, wenn man sich die Entwicklung von Volkskrankheiten anschaut. Es ist aber auch schön für den Tourismus und Wochenendausflüge, denn überall da werden auch sehr gerne E-Bikes genutzt und Menschen können so auch längere Strecken zurücklegen. Insofern ist es eine Entwicklung, die in vielerlei Hinsicht sehr positiv ist und auf viele Bereiche eine sehr positive Auswirkung hat. Wir schauen uns jetzt nochmal die Verkäufe über einen längeren Zeitraum an. Da sieht man, wie sich die Verkäufe von Fahrrädern und E-Bike in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Insgesamt gibt es da einen leichten Rückgang von Stückzahlen zu vermerken. Es ist aber ja ein moderater Rücklauf, den wir hier sehen. Also wie gesagt nochmal 2,1 Millionen E-Bikes, im Vorjahr waren es 2,2 Millionen und bei den Fahrrädern ist es etwas deutlicher. Da sind wir von 2,4 Millionen im Jahr 2022 auf 1,9 Millionen Fahrräder im letzten Jahr gegangen. Wenn wir aber jetzt hier den längeren Trend sehen und gerade auch das Bezugsjahr 2019 uns mal anschauen, also das Vor-Corona-Jahr, dann sieht man in der Langfristansicht einen deutlichen Trend nach oben und eine deutliche Zunahme eben gerade bei den E-Bikes auch nochmal. Und insofern ist wirklich nicht von einer Katastrophe im Fahrradmarkt die Rede und auch nicht davon auszugehen, dass es noch eintreten wird. Genau, E-Bikes sind nochmal ganz separat, weil das ja eben einfach wirklich der Treiber ist für unsere Branche hier in Deutschland, was zum einen die Verkäufe, den Absatz, Umsatz, aber auch die Innovationsstärke angeht. Da sind E-Bikes ganz klar vorne dabei. Wenn wir uns auch hier mal nochmal den längerfristigen Zeitstrahl anschauen, ist es ganz interessant, mal so ein paar Bezugsgrößen hervorzuheben. Wenn wir zum Beispiel die Verkäufe mit dem Jahr 2013 vergleichen, dann haben sich die Zahlen verfünffacht und selbst im noch gar nicht so lange zurückliegenden Jahr 2018, wenn man da den Vergleich zieht, dann ist es auch immer noch mehr als eine Verdopplung der Verkäufe im Verhältnis 2018 zum Jahr 2023. Dazu passt, und ich glaube, das ist auch eine der wichtigen Zahlen von heute, wenn wir auf den Verkaufswert gucken, dass wir auch da den großen Sprung, den wir in 2020 gemacht haben, auch in diesem Jahr, also im
2023 im Berichtsjahr halten können. Wir sind damals ja von etwa 4 Milliarden 2019 auf 6,4 Milliarden in 2020 gesprungen. Damals war das die Frage, ist das jetzt nur eine Eintagsfliege? Ist das schnell vorbei? Und wir sehen, nein, es ist nicht schnell vorbei. Das absolute Topjahr 2022 mit 7,36 Milliarden haben wir in 2023 nicht ganz halten können. Aber es ist vollkommen klar, mit 7,06 Milliarden liegen wir weiterhin auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Nicht doppelt so viel wie 2019, aber 2,5 Mal so viel sind es doch eindeutig. Wir bleiben in 2023 bei großartigen Umsätzen, die ehrlich gesagt ohne die Corona-Pandemie viel länger gebraucht hätten, bis wir da hinkommen. Bis jetzt haben wir ja sehr allgemein von Fahrrädern und E-Bikes gesprochen. Jetzt möchten wir noch tiefer ins Detail einsteigen und schauen uns die einzelnen Modellgruppen an. Dabei starten wir hier mit den Fahrrädern. Sie sehen hier, wie die Anteile der verkauften Räder waren und man sieht ganz klar, dass der Bereich Trekking, City, Urban und ATB einen sehr großen Teil vom Verkauf ausmachen. Also 2/3 der Räder gehören diesen Modellgruppen an. Das zeigt uns, dass vor allem eben, also unsere Produkte sind vielseitig einsetzbar und die Menschen kaufen Fahrräder, um sie vielseitig anwenden zu können. Das sind Produkte, die sowohl im Alltag, in der Alltagsmobilität als auch in der Freizeit sehr gut nutzbar sind. Dann schauen wir mal auf ein ähnliches Modell für die E-Bikes. Denn da zeigt sich ein etwas anderes Bild. Da sind die Modellgruppen anders aufgeteilt. Das ist ganz interessant. Wie im letzten Jahr hat hier das E-Mountainbike die Spitzenposition mit 39% Marktanteil, gefolgt vom E-Trekkingrad. Insgesamt gibt es einen leichten Rückgang zu verzeichnen bei den E-City-Rädern und E-Trekkingrädern, also -3% im Vergleich zum Vorjahr. Man sieht hier auch, dass die Lastenräder weiterhin sehr beliebt sind. Das ist ein Segment, was in den vergangenen Jahren auch sehr guten Zuwachs zu verzeichnen hatte. Also 9% aller verkauften E-Bikes sind E-Lastenräder. Und wir haben in diesem Jahr erstmals eine neue Kategorie mit aufgenommen, die E-ATB. Das ist sind motorunterstützte All-Terrain-Bikes, die insofern sowohl für Straßen als auch für Gelände tauglich sind und haben eben eine entsprechende STVZO-Ausstattung, sodass sie auch im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden können. Und diese machen inzwischen auch schon 4% der E-Bike-Verkäufe aus. Und auch hier sieht man aber wieder bei den E-Bikes gilt, KundInnen kaufen überwiegend Räder, die sie sowohl im Alltag als auch in der Freizeit gut nutzen können. Hier haben wir jetzt mal alle Modellgruppen von Fahrrädern und E-Bikes in eine große Übersicht zusammengetan. Es ist hier mit Stückzahlen versehen. Ich hoffe, Sie können das lesen. Es ist ein bisschen klein. Ich will mal so ein paar Modellgruppen rauspicken, wo es ganz interessant ist, weil es dann doch deutliche Unterschiede gibt zwischen Fahrrad und E-Bike, wie jeweils die Aufteilung ist. Als ein Beispiel mal Trekking genannt oder auch ATB. Da ist es nach wie vor so, dass der Anteil an Fahrrädern deutlich über den Anteil der verkauften E-Bikes liegt. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt aber die Mountainbikes anschauen, da liegen die E-Mountainbikes in fast 9-mal so viel Verkäufen, deutlich höher als die unmotorisierten Mountainbikes. Und auch im Lastenradbereich ist es ganz klar zu erkennen und ja auch logisch, wenn man schwere Lasten fortbewegen muss, dass da die motorisierten Modelle bevorzugt werden. Mehr als 4-mal so viel E-Lastenräder werden verkauft im Vergleich zu den nicht motorisierten Lastenrädern. Wenn wir nun mal die Modellgruppen von Fahrrädern und E-Bikes übereinander legen, was wir jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal getan haben, also das heißt, wir haben alles zusammengeführt. Sie sehen jetzt also Trekkingrad als die größte Gruppe. Das heißt, da sind sowohl die nicht motorisierten als auch die motorisierten Trekkingräder jetzt in einer Gruppe. Das hatten wir in den vergangenen Jahren so nicht dargestellt. Fanden wir jetzt aber sehr interessant, eben das auch nochmal zu tun, weil man da auch nochmal sehr spannende Erkenntnisse raus gewinnen kann. Dann sehen wir einmal mehr, dass eigentlich der überwiegende Teil der Fahrzeuge, die von den Menschen gekauft werden, sowohl für Alltagswege als auch für Ausflüge geeignet sind. 1/3 sind eben dem Bereich Trekking zuzuordnen, dann fast 1/4 in dem Bereich Mountainbike, was natürlich überwiegend den motorisierten Mountainbikes zuzurechnen ist, dann aber auch noch mit 18,7% City- und Urban Bikes. Also auch hier sieht man, die Modelle, die auf dem deutschen Markt sind, werden gerne für verschiedenste Zwecke genutzt.
Ich habe neulich von irgendeinem Politiker den merkwürdigen Ausspruch gehört, er wolle für ein Recht auf Leben ohne Lastenrad kämpfen. Warum auch immer, soll er tun. Die Kundinnen und Kunden unserer Industrie entscheiden sich anders. Wir haben auch im vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum im Lastenradbereich gehabt. Cargo-Bikes boomen weiterhin. Das sind natürlich überwiegend die mit Motor. Wir sehen einen Plus von 14,5% insgesamt im Cargo-Bike-Verkauf und wir sehen, dass es insbesondere mit 189.000 die motorisierten Lastenräder sind. Ich bewundere alle Menschen, 46.300 waren es immer noch, die sich ein Lastenrad ohne Motor gekauft haben. Toll. Wir haben hier eins zu stehen, Gott sei Dank mit Motor, großartige Fahrzeuge. Wir sehen auch da weiterhin, dass wir einen deutlichen Zuwachs insgesamt für beide Segmente haben, also mit und ohne Motor 10% mehr. Das ist ein tolles Wachstum und ich ersetze ein Auto, ich entlaste Städte, sind ja Projekte, bei denen jeweils Lastenräder ausprobiert worden sind. Also warum eigentlich ein Leben ohne Lastenrad? Gibt es überhaupt keinen Grund für. Neben dem Lastenrad gibt es ein weiteres Segment, dem wir uns im vergangenen Jahr zum ersten Mal gewidmet haben, wo wir auch wissen, dass dieses Segment enorm wichtig ist. Das sind die Fahrradanhänger. Das Bundesverkehrsministerium, das BMDV, macht alle 2 Jahre, glaube ich, den sogenannten Fahrradmonitor, eine großartige Studie, wo unsere Kundinnen und Kunden befragt werden, wie sie denn ihr Fahrrad nutzen. Und da ist die Untergruppe derer befragt worden, die Kinder transportiert auf dem Rad oder im Zusammenhang mit dem Fahrrad. Und natürlich ist der Kindersitz ganz vorne mit 55%, aber dann kommt schon sehr schnell der Kinderanhänger mit 42%. Wichtiges Argument, auf dieses Segment viel mehr zu gucken. Auch da haben wir sehr viel Innovationen gesehen. Auch da passiert in den letzten Jahren enorm viel, großartige Firmen, die da in Deutschland produzieren und importieren. Da haben wir im vergangenen Jahr 206.000 verkaufte Fahrradanhänger gesehen. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 2022 um fast ein Drittel. Das Konsumklima im letzten Jahr war insgesamt nicht gut. Aber seien wir ehrlich, 206.000 sind immer noch eine großartige Menge an Fahrzeugen. Auch da haben wir überhaupt keine Sorgen, dass sobald das Konsumklima sich ein bisschen wieder verbessert, auch dieses Segment wieder anzieht. Wir haben zum ersten Mal oder im Vergleich zum letzten Jahr sehen wir ein paar mehr Lastenräder. Ich freue mich drauf, wenn wir da tiefer in die Analyse gehen können und mal gucken, was sind denn eigentlich Hunde, Cargo, Kindertrailer, auch da im anderen dann bei den Lastenrädern, was sind denn davon die verkauften Lastenräder für wirklich Cargotransport, für gewerbliche Nutzung, vielleicht für den Pflegedienst oder aber für den Kindertransport. Das behalten wir uns fürs nächste Jahr vor. Sie wollen ja im nächsten Jahr auch wieder einschalten und wieder hören, was wir Neues rausbekommen haben. Ja, Sie haben nun sehr viele Zahlen zum Markt, zum Verkauf in Stückzahlen gehört. Wir möchten jetzt im nächsten Abschnitt mal genau auf den Handel schauen und eben auch auf die Absatzkanäle. Also wo und wie kaufen die KundInnen denn eigentlich unsere Produkte? Und da ist zuerst einmal festzustellen, dass der Fachhandel weiterhin eine sehr, sehr große Rolle in Deutschland spielt. Da zeigt sich auch die Besonderheit, die wir in Deutschland haben, mit der sehr hohen Dichte an stationären Fachhändlern. Es ist ein Allzeithoch, muss man sagen, seit vielen Jahren ist das der zentrale und wichtigste Vertriebsweg für Fahrräder und E-Bikes in Deutschland mit 77% Anteil. Die Internetversender haben einen leichten Zuwachs von 1% plus zum Vorjahr zu verzeichnen. Also auch das ist eine sehr relevante oder ein sehr relevanter Vertriebskanal mit 22% Anteil. Der Bereich der SB-Warenhäuser, Discounter, Baumärkte etc. Verliert weiter an Bedeutung und hat nur noch einen Anteil von 2% im Jahr 22 und ist sogar auf 1% im letzten Jahr gesunken. Das zeigt uns vor allem, dass die KundInnen eben nach wie vor sehr, sehr großen Wert auf eine qualitativ hochwertige Beratung, auf einen guten Service legen und dass sie die Produkte auch gerne ausprobieren wollen, sehen wollen, verschiedene Modelle Probe fahren wollen. Insofern können wir sehr froh sein, dass wir diese Struktur in Deutschland haben und die Kunden sich auf ihren stationären Fachhändler verlassen können. Eine weitere Zahl, nach der wir
immer wieder gefragt werden, sind die durchschnittlichen Verkaufspreise, die wir auch seit vielen Jahren erheben und veröffentlichen. Hier sehen Sie die Entwicklung der Verkaufspreise für Fahrräder und E-Bikes in den letzten Jahren, seit 2019. Und da sieht man vor allem einmal, dass die inflationsbedingten Preissteigerungen, unter denen eben auch die Hersteller in Deutschland natürlich zu leiden hatten, sei es im Bereich Energiepreise, Rohstoffe, aber auch gestiegene Transportkosten. Diese Kosten wurden wirklich nur zu einem Teil an die KundInnen weitergegeben. Es ist eben nicht von massiven Preissteigerungen die Rede. Die Durchschnittspreise sind im Detail für das Fahrrad 470 € im vergangenen Jahr gewesen und für das E-Bike waren es 2.950 € im Jahr 2023. Ja, wir haben es, glaube ich, jetzt mehrfach gesagt, die in den letzten Wochen und Monaten in den Medien manchmal beschriebene Katastrophe in der Fahrradindustrie hat es in 2023 nicht gegeben. Sie ist ausgeblieben. Ich habe über die Inlandsanlieferung gesprochen, freue mich sehr, dass wir Ihnen jetzt noch mehr Daten präsentieren können, wir noch mehr Daten hören über das, was nach der Inlandsanlieferung passiert. Uwe Wöll ist in Freiburg. Lieber Uwe, du unterbrichst deinen Urlaub, damit du jetzt die Daten präsentieren kannst. Das deutet so ein bisschen auf Alarmstimmung hin, wenn du deinen Urlaub unterbrichst. Hat es denn die Katastrophe im Fachhandel gegeben? Überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, was soll ich denn lieber tun, als bei dieser Marktdatenkonferenz teilnehmen in meinem Urlaub? Nein, also ganz ehrlich, der Fachhandel konnte in den letzten 4 Jahren seinen Umsatz um 41% steigern. Zumindest ergibt das unsere Umfragen. Und 41% ist ja schon sehr deutlich anders als das, was der Einzelhandel in der Bundesrepublik sonst zu melden hat. Also das heißt, wir haben eine ganz erfreuliche Entwicklung. Und auch in 2023 konnte das hohe Niveau eigentlich gehalten werden, also in etwa gehalten werden. Sie sehen hier praktisch bei den Marktdaten 3% minus, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau, deckt sich also mit den Daten, die der ZDV gerade präsentiert hat. Also ganz klar Entwarnung oder positive Stimmung. Der Fachhandel ist stabil und kann seinen Umsatz halten, den er praktisch in den Boomjahren gesteigert hat. Genau, vielleicht gucken wir mal auf die nächste Folie. Genau, Anteil an E-Bikes im stationären Fachhandel. Auch da gleiche Werte. Der E-Bike-Anteil im stationären Fachhandel steigt von 34% auf 58%. Das sind zumindest unsere Daten. Wir vertreten ja vor allen Dingen den qualitativ hochwertigen Fachhandel. Und das heißt, hier sind sicherlich ein paar Abweichungen. Hier ist das E-Bike noch viel bedeutender, also gegenüber dem Marktdaten auf 58% gestiegen, eine Steigerung um 70% im Vergleich zu 2019. Also wirklich, das E-Bike ist sozusagen ein entscheidender Faktor und die Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben. Genau, weitere Sachen sind der durchschnittliche VK, genau die durchschnittlichen Verkaufspreise. Hier gibt es auch nochmal gravierende Unterschiede zu den Marktdaten, weil wir, wie gesagt, hochwertige Fahrräder verkaufen im Durchschnitt. Also in der BAICO und im VSF liegen die durchschnittlichen Preise traditionell deutlich höher als in dem Gesamtschnitt. Und die E-Bikes sind um 27% auf 4.190 € gestiegen, die Durchschnittspreise. Das ist schon ein sehr großer Schritt und zeigt einfach, dass die Kunden sich für Qualität entscheiden, wenn es ums E-Bike geht und das einfach für den Fachhandel wirklich auch sehr elementar ist. Genau, das Fahrrad immerhin um 12% gegen den Gesamttrend. Also bei einem Fahrrad gibt es sozusagen eine Preisentwicklung von 12% plus. Das ist ein bisschen anders als in den Marktdaten dargestellt, weil auch hier der Trend zu hochwertigen Rädern im stationären Fachhandel bei uns jedenfalls zu spüren ist. Ja, das ist soweit die Geschichten zu den Verkaufspreisen und zu der E-Bike-Entwicklung. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, der für uns wichtig ist, ist das Leasing. Das Leasing stützt diese ganzen Verkäufe im E-Bike-Bereich. Also insbesondere dort, aber auch vor allen Dingen bei den hochwertigen Fahrrädern. Das Leasinggeschäft ist in der Zwischenzeit eigentlich von überragender Bedeutung für den Fachhandel.
Und zwar ist der von 36% im Umsatz sogar auf 42% gestiegen. Also wir sehen ja hier den Unterschied zwischen den Anteil in Stück, so von 10% auf 36% Leasinganteil Steigerung, aber in den Umsätzen auf 42%. Auch hier wieder gehen wir davon aus, dass durch das Leasing die Leute bereit sind, auf Qualität zu setzen, die entsprechenden hochwertigen Fahrräder zu wählen und das Leasinggeschäft lädt dazu ein, diesen geldwerten Vorteil dafür zu nutzen, um in Qualität zu kaufen. So, also das ist ganz, ganz entscheidend, auch für die Marktentwicklung, das kann man tatsächlich sagen. Wir freuen uns natürlich darüber, aber Leasing und E-Bike sind sozusagen die Boomfaktoren für den Fachhandel. Ja, danke für diese Einblicke in den Fachhandel bis hierhin, Uwe. Kannst du uns dann auch eine Prognose geben? Wie sieht der VSF die kommenden Monate? Wie entwickelt sich der Fachhandel in der nächsten Zeit? Naja, also ich würde sagen, mehr als 70% in unserer Umfrage erwarten eine positive Entwicklung in 2024. Ja, das heißt also, anders als befürchtet, gehen wir davon aus, dass es eine neutrale bis positive Umsatzentwicklung geben wird. Das sagt zumindest die Mehrheit unserer angeschlossenen Fachhändler. Und vielleicht hier, um die Zahlen auch direkt zusammenzuführen, 29% erwarten ein Minus und 41% erwarten dann Umsatzzuwächse. Es gibt also den neutralen Bereich, die sagen, wir bleiben etwa bei dem, was wir an Umsätzen, was wir auch in 23 hatten, aber 41% erwarten immerhin Umsatzzuwächse. Und das entspricht auch ein bisschen der Stimmung, die ich in den letzten Veranstaltungen und den Gesprächen mit Händlern gehört habe. Sie wirtschaften gut und sie gehen davon aus, dass jetzt mit den ersten Sonnentagen eigentlich wieder der Fahrradverkauf anzieht. Ich wurde ja vorhin schon als Wetterfrosch irgendwie angekündigt. Natürlich ist der Fachhandel immer auch vom Wetter abhängig. In dem Moment, wo die Sonnenstrahlen rauskommen, dann zieht der Markt an. Und das merkt man dann auch. In der letzten Saison war das ganze Frühjahr eher verregnet und kalt und das haben wir gemerkt. Aber normalerweise würde ich sagen, wird jetzt in den nächsten Wochen der Verkauf anziehen. Ja, vielleicht noch einen Satz zu den Lagerbeständen, weil das können wir ja mal vorausschicken, wird ja immer wieder gefragt, wie entwickelt sich der Lagerbestand in dem Fachhandel. Also in einem Drittel der Fachgeschäfte wird uns zurückgemeldet, wird der Lagerbestand sich bis zum Sommer normalisieren. Und das ist doch für uns ganz erfreulich. Wir haben eher dramatischere Situationen erwartet und können aber jetzt einfach feststellen, dass ein Drittel der Händler sagt, bis zum Sommer wird ihr Lagerbestand wieder normal sein. So, und immerhin 74% des gesamten stationären Fachhandels geht davon aus, dass bis Ende des Jahres der Lagerbestand wieder normalisiert ist. Das macht ja auch immer ein bisschen Druck auf den Händler, wenn er weiß, er hat ganz hohen Lagerbestände, dann muss er gucken, dass er seine Rechnung bezahlen kann und so weiter. Also das wird sich alles dieses Jahr normalisieren, zumindest bei einem wesentlichen Teil der Händler. Und das gibt uns eigentlich auch einen relativ erfreulichen Blick. Vielen lieben Dank, Uwe. Ich hatte tatsächlich noch eine Wetterfrosch-Frage an dich mir notiert, aber du hast es jetzt schon beantwortet. Sobald das Wetter besser wird, merken wir das. Das Frühjahr war nicht so verregnet. Das Jahr zieht gut an. Vielen, vielen Dank, Uwe. Bleib bitte noch bei uns, denn die bohrenden Fragen der Journalistinnen und Journalisten am Ende werden sicher auch an dich gehen und es ist gut, wenn du da noch antworten kannst. Wir gehen weiter mit den Import-Export-Zahlen. Sehr gerne. Genau. Nach dem Blick in den Fachhandel schauen wir nun, wie versprochen, über den Tellerrand hinaus und schauen, wo die Produkte der deutschen Fahrradindustrie hingehen und wo die Importe nach Deutschland herkommen. Wir beginnen mit den Importen von Fahrrädern und E-Bikes nach Deutschland und da kann man insgesamt sagen, man sieht eine deutliche Reaktion sozusagen auf die hohen Lagerbestände. Insofern die Importe sind deutlich weniger geworden. Wir haben ein Minus von 21% gegenüber dem Jahr 2022. Es wurden insgesamt 3,48 Millionen Fahrzeuge nach Deutschland eingeführt und davon sind
2,26 Millionen Fahrräder und 1,22 Millionen E-Bikes, die im letzten Jahr nach Deutschland kamen. Es ist in den letzten Jahren immer so gewesen, das hat sich auch als Verhältnis sozusagen gehalten, dass es mehr Fahrräder als E-Bikes sind, die nach Deutschland gekommen sind. Da hat sich relativ wenig verändert in dem Verhältnis. Wir haben im nächsten Slide, ja, jetzt sieht man es, uns dann die Fahrräder speziell angeschaut und gucken, wo kommen die her im Vergleich Asien und Europa. Und da ist im letzten Jahr zu verzeichnen gewesen, dass der Anteil der Importe aus EU-Ländern weiter gewachsen ist auf nun 49%. Und Asien hat eingebüßt. Es waren im Vorjahr, also im Jahr 22, noch 55% in etwa und im letzten Jahr kamen dann 46% der Fahrräder aus Asien nach Deutschland. Man kann da schon eine erste leichte Tendenz des viel genannten Reshorings in der EU erkennen. Es ist ein Trend, der langsam an Bedeutung gewinnt und natürlich auch eine Reaktion auf die Lieferkettenprobleme darstellt, die wir eben während der Corona-Jahre hatten. Also es wird anscheinend tatsächlich mehr Produktion nach Europa verlagert. Dazu ist es auch wichtig, dass wir weiterhin Unterstützung seitens der Europäischen Kommission und der EU bekommen. Wir sind da, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, auch gerade in einem sehr spannenden Prozess mit der Europäischen Kommission, mit dem sogenannten Mobility Transition Pathway, wo die Bedeutung der Fahrradindustrie für den europäischen Markt sehr zentral hervorgehoben wurde. Und es sind eben auch gerade solche politischen Auseinandersetzungen, Prozesse und Vorhaben, die unsere Branche hier am Standort Deutschland und Europa weiter voranbringen können. Und da sind wir sehr froh, dass die Kommission die Bedeutung unserer Branche hier erkannt hat. Jetzt schauen wir mal genauer rein, aus welchen Ländern die Fahrräder nach Deutschland kommen. In Blau sind europäische Länder und in den Grautönen sehen Sie asiatische Länder. Und der erste Platz der Importländer geht an Kambodscha. Also 1/5 aller Fahrrad, also nochmal nur Fahrrad ohne E-Bike, aller Fahrradimporte kommen aus Kambodscha. Und Top 1 aus dem europäischen Ausland ist Österreich mit 11% der Importe. Jetzt schauen wir auf die E-Bikes. Das haben wir hier ähnlich dargestellt. Hier ist das Verhältnis noch viel, viel deutlicher zugunsten der EU. Also es wurden 71% der Importe kamen aus EU-Ländern. Insgesamt wurden 1,22 Millionen E-Bikes importiert und wie gesagt, 71% davon kamen aus EU-Ländern. Der Rest kam aus dem asiatischen Ausland, ein leichter Rückgang. Und daran können wir erkennen, dass die Handelsschutzinstrumente der EU, also allen voran der Anti-Dumping-Zoll auf chinesische Produkte funktioniert. Und wir setzen uns aber auch dafür ein, dass es beibehalten wird, weil unsere Industrie hier geschützt werden muss und wir wollen eben weiter dafür sorgen, dass diese Handelsschutzmechanismen auch funktionieren, auch wenn vielleicht andere Branchen das für ihre Produkte nicht für relevant halten. Auch hier dann nochmal im E-Bike-Bereich ein Blick auf die Importländer. Aus Europa sind die größten Lieferanten Bulgarien, Ungarn und die Niederlande. Aus dem asiatischen Raum hat Vietnam hier den Spitzenplatz mit 16%, gefolgt von Taiwan. Soweit zu den Importen. Ich mache weiter mit den Exporten. Auch da haben wir einen leichten Rückgang gegenüber den vergangenen Jahren zu verzeichnen. Gleichzeitig wissen wir und sehen wir auch hier, dass das E-Bike weiter stark bleibt. Wir haben im vergangenen Jahr 1,41 Millionen Räder oder Fahrzeuge insgesamt exportiert. Davon 610.000 E-Bikes und 800.000 Fahrräder. Das heißt, wir sehen im E-Bike-Anteil oder bei den E-Bikes sind wir sogar ein bisschen gewachsen. Der Export von E-Bikes ist ein wichtiger Teil dessen, was die produzierende Industrie in Deutschland tut. Was wir bei den Fahrrädern und E-Bikes im Import gesehen haben, sehen wir auch im Export. Wir sagen häufig, wir sind in der deutschen Fahrradindustrie Teil der europäischen und ein wichtiger Teil der europäischen Fahrradindustrie. Wir importieren viel aus Europa und exportieren viel in andere europäische Länder. Wir sehen, dass bei den Exportländern die Niederlande
die das führende Zielland sind, gefolgt von Österreich und Frankreich. Wir wissen natürlich, dass es in manchen Fällen einzelne Hersteller sind, die hier produzieren und in den jeweiligen Ländern dann verkaufen. Wir sehen aber auch, dass das grundsätzlich bedeutet, dass Fahrräder, die in Deutschland produziert werden, weiterhin im europäischen Ausland sehr gefragt sind. Das gilt noch deutlicher bei den E-Bikes. Da ist der Export fast ausschließlich 98% in EU- und EFTA-Länder. Auch da die Niederlande mit weiterhin sind weiterhin das wichtigste Exportland, 23%, ähnlich wie im vergangenen Jahr. Mit Abstand folgen Belgien, Österreich und Frankreich. Wir sehen die starke Nachfrage aus Ländern, in denen es eine gute Radverkehrspolitik gibt, in denen einiges fürs Fahrrad getan worden ist. Belgien hat in den letzten Jahren enorm aufgeschlossen. Also es ist immer die Mischung aus einzelnen Firmen, die mit ihren Werkbanken in Deutschland produzieren und in ihre Herkunftsländer importieren. Aber es ist halt auch nochmal deutlich zu sehen, wo viel Fahrrad gefahren wird, werden viel deutsche Fahrräder und E-Bikes gekauft. Was könnte unser Markt großartig sein, wenn wir endlich eine fahrradpositive Verkehrspolitik in Deutschland und E-Bike-Politik in Deutschland hätten. Ja, damit sind wir am Ende unserer Präsentation der Marktdaten für das Jahr 2023 angelangt und ich möchte mich schon mal an der Stelle herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher bedanken. Wir haben nun noch gute 10 Minuten Zeit für Ihre Fragen, die Sie, wie gesagt, gern über den Chat einstellen können und dann versuchen wir sie nach bestem Wissen und Gewissen hier zu beantworten. Und auch Uwe Wöll ist noch bei uns. Also wenn Sie Fragen gerade spezifisch zum Fachhandel haben, dann kann Uwe Wöll die auch sehr gerne beantworten. Jetzt schauen wir mal, ob es hier schon Fragen gibt. Mal die Technik hier bedienen. Wir sehen die eine Frage, die von Lutz Reich aus dem Manager-Magazin gestern schon gekommen ist. Die Frage vorher gestellt. Die Produktion herkömmlicher Fahrräder fiel mit rund 22% deutlich stärker ab als die von E-Bikes mit rund 6%. Anke, Lutz Reiche fragt nach einer Erklärung. Warum? Warum? Ja, E-Bikes sind einfach sehr attraktive Produkte. Wir sehen es ja auch in den Verkäufen. E-Bikes sind die Produkte, die vor allem nachgefragt werden von den Kundinnen. Es sind die Produkte, wo vor allem auch technische Innovationen stattfinden. Und es ist einfach der Zukunftsmarkt. Insofern haben sich natürlich da auch die deutschen Hersteller immer mehr darauf fokussiert in den letzten Jahren. Und wir sehen ja gerade hier einfach eine sehr hohe technische Innovation und eine hohe Wertschöpfung in Deutschland bei den E-Bikes. Vielen Dank. Hier gibt es gerade ein bisschen Verwirrung, weil offensichtlich die Chatfragen, die die Kollegen uns hier aufs Pad spielen sollen, nicht ankommen. Dann beantworten wir aber gerne weiter die Fragen von Lutz Reiche von gestern. Ich gucke einmal zum großartigen Pressesprecher, der sagt, ich soll mich abregen, er liefert mir was. Vielen Dank. Anke, ich stelle dir mal eine Frage, auch wenn hier steht, dass du die mir stellen sollst, aber du hast die Zahl vorgestellt, deswegen stelle ich sie dir. Das hat auch Lutz Reiche gestern schon gefragt, der einen Vorabblick auf die Daten hatte. Die 470 € Durchschnittspreis, die ja ganz anders sind als das, was Uwe Wöll uns gezeigt hat. Wie kann es sein, dass der Durchschnittspreis gegenüber dem vergangenen Jahr gesunken ist? Die Inflation geht hoch, alles wird teurer. Wie kann es beim Fahrrad anders sein? Genau, also wir hatten ja im Vorjahr 500 € und im letzten Jahr dann die 470 €. Man muss sich aber, wie vorhin schon gesagt, eigentlich den längerfristigen Trend anschauen. Wenn wir das Vergleichsjahr 2019 nehmen, dann ist es eine kontinuierliche Steigerung und 22 war so ein kleiner Ausreißer, muss man sagen. Da war die Inflation besonders hoch, da war auch die Nachfrage noch sehr hoch, also da war der Markt einfach sehr in Aufregung. Aber in der längerfristigen Betrachtung ist es ein kontinuierlicher Anstieg auf einem relativ stabilen Niveau. Jetzt haben wir ja auch noch weitere Fragen. Ja, vielen Dank. Die Fragen sind gekommen auf Papier und in der ZTV-Geschäftsstelle wird Papier gespart. Deswegen ist der Drucker auf doppelseitig eingestellt. Das macht es jetzt noch komplizierter, aber wir kriegen das hin. Die Politikchefin wird gefragt von Carlo Mariani von der Taz. Welche konkreten politischen Maßnahmen wünscht sich die Branche? Was brauchen wir?
Da brauchen wir, glaube ich, mal eine eigene PK dazu. Genau, wir hatten es in einem Nebensatz schon mal erwähnt. Also was unsere Branche ganz klar braucht, sind attraktive, sichere Rahmenbedingungen für die Nutzung unserer Produkte. Das heißt, wir brauchen eine gute Fahrradinfrastruktur. Da haben sich in Deutschland in den letzten Jahren einige Städte und Kommunen auf den Weg gemacht. Es gibt wirklich schon viele gute Beispiele, wo gute Radwege gebaut werden, aber flächendeckend sind wir noch sehr weit von entfernt. Also Punkt 1 ist wirklich, wir brauchen mehr Investitionen in den Radwegebau und mehr Kommunen, die sich auf den Weg machen, damit die Menschen gerne und mit Spaß und mit Sicherheit Fahrrad und E-Bike fahren können. Das ist im Bereich der Verkehrspolitik, aber wir beschäftigen uns auch im Verband sehr viel mit industrie- und wirtschaftspolitischen Themen. Als ein Industrieverband liegt das natürlich nah. Und auch da, muss man sagen, wünschen wir uns von der Politik natürlich deutlich stabilere politische Rahmenbedingungen für den Standort Deutschland und Europa. Da sind unfassbar viele Themen, die man hier ausführen könnte. Eins ist zum Beispiel Energiepreise, aber auch das Thema Fachkräftemangel ist sehr relevant für unsere Branche und da wünschen wir uns Unterstützung und einen guten Austausch mit der Politik auch, um dieses Thema in den kommenden Jahren gemeinsam angehen zu können. Fachkräftemangel ist für viele Branchen ein Thema, so eben auch für die Fahrradbranche. Also es gibt viele Herausforderungen für unsere Industrie hier und wir sind da zuversichtlich, im guten Dialog mit der Politik diese Themen anzugehen. Vielen Dank. Wir nutzen die Zeit, unseren Zettel hier zu sortieren und geben eine Frage nach Freiburg. Uwe, ich hoffe, du bist noch bei uns. Ebenfalls der Kollege Mariani von der taz fragt, wie schlägt sich der Fachkräftemangel auf die Branche nieder? Uwe. Naja, ich glaube, das haben alle schon erlebt, gerade in den Boomzeiten, die Warteschlangen vor den Werkstätten. Das ist unerfreulich für jeden, der sein Fahrrad in die Werkstatt bringen möchte. Und da schlägt sich's nieder. Das hat sich ein bisschen beruhigt, weil die Werkstätten auch ihre Kapazitäten ausgebaut haben. Aber in dem Moment, wo Arbeitskräfte und Fachkräfte fehlen, dann hilft natürlich auch eine größere Werkstatt nicht, wenn man sie nicht mit dem entsprechenden Personal ausstatten kann. Also das ist schwierig, schwierige Frage und schwieriges Thema. Auch dazu könnten wir, glaube ich, eine eigene PK halten. Aber ganz klar ist, dass der Fachkräftemangel für die Servicequalität ein hemmendes Thema ist. Vielen Dank, Uwe. Wir würden eben schnell bei dir bleiben. Es gibt eine Frage von Lutz Reiche, jetzt live gestellt. Die Umsätze der Branche gaben 2023 nach, trotz gestiegener Preise bei E-Bikes. Spiegelt die Zahl, die wir geliefert haben, auch die Umsätze mit Zubehör und Reparatur wider? Antwort von mir, Herr Reiche, nein. Das sind die Verkaufsumsätze. Uwe, sei doch so gut und sag mal wie geht es mit Zubehör, aber vor allen Dingen auch mit Reparatur und Werkstattleistung? Zieht das ähnlich an, weil jetzt immer mehr E-Bikes auch immer mehr Wartung und hochwertige Pflege erfordern? Naja, unbedingt. Also in dem Moment, wo man ein hochwertiges E-Bike und hochwertige Fahrräder kauft, schraubt man selber weniger daran. Also wir erleben das in den Werkstätten, dass doch da professionelle Unterstützung und Hilfe gefragt ist und Serviceleistung gefragt ist. Und das zieht sehr an und wird auch kontinuierlicher. Also ich komme noch aus Zeiten, da hat man das Rad alle 5 Jahre in die Werkstatt gebracht. Dass das heute jährlich oder zweijährlich passiert, ist auf jeden Fall für das Rad besser und für die Lebensdauer der Fahrräder auch besser. Und deswegen ist natürlich die Nachfrage nach Serviceleistung, regelmäßiger Serviceleistung, ein Teil der Umsätze, die der Fachhandel gerade macht. Ja, vielen Dank, Uwe. Wir machen hier mal weiter mit einer Frage von Frank Thomas Wenzel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Frage lautet, wie erklären Sie die Rückgänge bei den Muskelbikes? Mal wieder ein neuer Begriff. Wir sprechen von Fahrrädern. Ist dort ein Verdrängungseffekt durch E-Bikes zu sehen? Jein. Also, wir sehen ganz klar, natürlich entscheiden sich viele Menschen, die das Fahrrad täglich nutzen. Ich selber bin ein gutes Beispiel dafür. 15 Kilometer ein Weg, morgens zum Reinpendeln, abends zum wieder rauspendeln nochmal, zunehmend für E-Bikes. Auch ich bin tatsächlich in den letzten Wochen oder in dem Jahr, über das wir sprechen, Ende 23 von einem Muskelbike, von einem Fahrrad auf ein E-Bike umgestiegen. Ja, diesen Effekt gibt es. Gleichzeitig sehen wir auch, und das haben wir deutlich auch betont, es sind die vielfältigen Räder, es sind die Räder, die für vieles nutzbar sind, die für unsere Kundinnen und Kunden wichtig sind.
Natürlich gibt es auch Hochleistungs-Mountainbikes, Hochleistungs-Rennräder, bei denen der Motor noch keine Rolle spielt, aber das wird halt immer weniger und deswegen sehen wir vielfältig nutzbare Räder und gleichzeitig mehr E-Bike. Deswegen geht das Fahrrad zurück. Eine Frage zur Produktion von Frank Mertens von der Autogazette. Wie wird der Rückgang bei der Produktion von E-Bikes um 5,9% erklärt? Stichwort Fragezeichen Lieferschwierigkeiten. Herr Mertens, ich glaube, Lieferschwierigkeiten haben wir tatsächlich in 23 nur noch an ganz wenigen Stellen gesehen. Ja, es gibt tatsächlich den einen oder anderen Chip, der nicht lieferbar war. Es gibt die eine oder andere Schaltung, die dann doch noch auch in 23 noch nicht lieferbar war. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass wir in 22 so viel nachproduziert und produziert haben, dass es an der einen oder anderen Stelle tatsächlich die Lager so voll waren, dass überhaupt nichts mehr abgerufen worden ist oder nur sehr wenig abgerufen worden ist. Und das ist der Rückgang um 5,9% in der Produktion. Dann haben wir noch eine Frage für Uwe Wöll von Christoph Beuchle von der Automobilwoche. Da geht es vor allem auch, es geht um Autohändler und den Bereich Service. Seit Corona sind zahlreiche Autohändler in den Vertrieb von Fahrrädern eingestiegen. Wie wirkt sich das im Vertrieb aus? Sehen Sie hier einen großen Wettbewerb für etablierte Fahrrad- und E-Bike-Fachhändler? Naja, also ich würde sagen, jeder Händler, der dazukommt, ist natürlich erstmal Mitbewerber, aber das ist ja nicht unerfreulich, wenn der Autohandel so jetzt auch Fahrräder verkauft und darin eine Chance sieht. Also wir gehen davon aus, dass der Kuchen Fahrrad einfach noch nach wie vor groß bleibt und noch größer wird. Und von daher freuen wir uns über jeden Anteil an Vertriebsstellen im Fahrradbereich, die es professionell vorhaben und die es professionell meinen. Und das habe ich bisher bei dem Autoverhandel, den ich erlebt habe und der auch praktisch bei uns im VSF ja auch zugegen ist, habe ich das erlebt und deswegen ist das alles gut. Vielen Dank, Uwe. Da gibt es eine weitere Frage, die da in die Richtung geht, die will ich dir gleich hinten dran stellen. Was ist denn mit reinen Fahrradreparaturwerkstätten, also wo nicht Verkauf wird, sondern nur Zubehör und Service gemacht wird, auch angesichts des großen Anteils von hochwertigen Rädern, die übers Internet gehen? Siehst du da tatsächlich einen neuen Bereich bei euch? Nein, das ist ganz spannend. Vor über 12 Jahren hat ein Experte aus der Fahrradbranche das schon angekündigt, dass es genau sowas geben wird, reine Fahrradwerkstätten, die gar keinen Verkauf mehr machen. Und das gibt es einfach schon viel länger und nimmt jetzt auch verstärkt zu. Menschen, die ihre technische Ausbildung gemacht haben und mit dem Verkauf aber nichts zu tun haben wollen, sondern den Service professionell den Kunden anbieten möchten. Und das ist eigentlich eine Sparte, die sich entwickelt und die auch erfreulich ist, weil sie dem Kunden ja den besten Service bietet. Also wir gucken immer aus Kundensicht, der Kunde möchte doch irgendwie sein Fahrrad dann gepflegt und gewartet haben. Und wenn er entweder der Händler, wo er das Rad gekauft hat, weit weg ist oder keinen guten Service liefert, dann ist doch eine Alternative gut. Vielen Dank. Anke, du hast dich als Politikchefin des ZDV vorgestellt, das stimmt. Du bist aber auch die Nachhaltigkeitschefin, deswegen nehme ich mal eine Reihe von Nachhaltigkeitsfragen, die hier gekommen sind und versuche sie ein bisschen zusammenzuführen. Also, Frank Mertens, auch Autogazette, fragt nochmal, welche Rolle spielt die Kreislaufwirtschaft gerade bei den E-Bikes, Recycling, welche Rolle spielt für die Branche Klimaneutralität? In der Nutzung sind wir ohnehin gut, aber was ist im Produkt, ist eine der Fragen. Dann gibt es eine Frage, Julian Franken, Transparenz in der Lieferkette, umfangreiche Berichtspflichten CSRD. Was tut der ZDV? Und das waren die beiden großen Nachhaltigkeitsfragen. Dann fange ich mal an, das sind ja schon zwei große Fragen. Genau. Also Nachhaltigkeit ist auch für unsere Branche natürlich eines der Megathemen in den letzten Jahren geworden und wir hatten das vorhin schon mal an anderer Stelle erwähnt, wir waren erst gerade in Taipei und auch dort war Nachhaltigkeit das zentrale Thema. Wir sind uns einig, dass die Nutzung von Fahrrädern und E-Bikes nachhaltig ist. Wir sind der Schlüssel für die nachhaltige Mobilität. Aber wir schauen uns als Branche natürlich auch sehr genau an, wie findet die Produktion statt, wie sind unsere Lieferketten, wie können wir da noch besser werden, transparent werden. Und insofern ist Recycling und Kreislaufwirtschaft ein wirklich wichtiges Thema, das wir intern und mit der Branche, mit den Unternehmen viel diskutieren. Da gibt es schon wirklich spannende Ansätze von Unternehmen, die sich Lösungen überlegen, wie wir zum Kreislauffahrrad
Fahrrad kommen können. Natürlich macht das E-Bike es etwas schwieriger. Mit der Elektrifizierung des Fahrrades sind wir im Grunde auch oder stehen wir auch neuen Herausforderungen gegenüber. Du hattest vorhin schon kurz die GRS erwähnt. Also wir haben in Deutschland seit über 12 Jahren inzwischen ein gut etabliertes System für die Rücknahme von E-Bike-Akkus, damit sie dem Recycling wieder zugeführt werden können. Das ist auch dringend erforderlich, wenn wir eben die Mengen sehen, die in den Markt kommen, dass wir ein gutes System haben. Und da sind wir gut aufgestellt in Deutschland und gelten tatsächlich international auch als Blueprint für viele andere Länder. Die Frage zur CSRD-Berichtspflicht, die ab diesem Jahr ja in Kraft ist und auch für einige Unternehmen in der Fahrradbranche bereits relevant ist oder in den kommenden Jahren auch relevant sein wird. Wir bereiten unsere Unternehmen darauf vor. Wir haben im letzten Jahr schon einen Leitfaden veröffentlicht, um in den Unternehmen zu erklären, wie man sozusagen berichtet, welche verschiedenen Berichtsstandards es gibt zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und es macht inzwischen tatsächlich einen sehr, sehr großen Teil unserer Arbeit aus, unsere Mitgliedsunternehmen über Nachhaltigkeitsregulierung zu informieren, Handhabung zu geben, dass man da ja immer auf den Stand der Zeit ist. Und wir spüren insgesamt ein sehr großes Commitment aus der Branche, die Nachhaltigkeitsthemen gemeinsam anzupacken und eben auch da den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Produktion gemeinsam zu stemmen. Vielen Dank. Sie haben es gesehen. Ich habe der Technik gezeigt, wir machen weiter, auch wenn es schon nach 11 ist und wir eigentlich über die Zeit gelaufen sind. Danke schon jetzt an die Kolleginnen und Kollegen, die da hinter der Technik sitzen und Dinge tun, die wir nur bewundern können, von denen wir wenig verstehen. Frau Meier, die Kollegin Jutta Meier vom Tagesspiegel fragt, und ich will mich der Frage nicht entziehen, können Sie schon absehen, inwieweit sich der Babu-Rückruf beim Lastenradhandel bemerkbar macht? Also ich habe eine ähnliche Frage erwartet, deswegen habe ich mich in den vergangenen Tagen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Handel unterhalten. Wir sehen natürlich ein bisschen Verunsicherung bei Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig wissen die Kundinnen und Kunden, dass das Thema Babu ein Ausreißer ist, ein Einzelfall eines Unternehmens, das über eine überraschend lange Zeit nicht auf die Marktaufsicht reagiert hat. Das Unternehmen und auch die Gruppe, zu der das Unternehmen gehört, werden jetzt sehr genau rauskriegen müssen, was ist da passiert. Wir sehen in keiner Form, und auch die Kundinnen und Kunden wissen das, dass es jetzt mehrere Firmen betreffen könnte, dass es eine Art Bewegung gibt. Lastenräder sind unsicher, das alles gibt es überhaupt nicht. Deswegen rechnen wir damit, dass das Lastenradgeschäft sich so fortsetzt, wie es in der Vergangenheit war, stetig nach oben, ohne eine Delle in der Kurve. Zumindest wenn Delle dann nicht verursacht durch den Babu-Rückruf. Genau, ich würde sagen, damit sind wir am Ende angelangt. Wir haben noch einige Fragen, die uns erreicht haben. Wir stehen auch weiterhin gerne zur Verfügung für Ihre Fragen. Auch unser Team und vor allen voran auch Pablo Ziller, unser Pressereferent, ist auch im Nachgang noch erreichbar für die zahlreichen weiteren Fragen, die Sie uns natürlich auch stellen können. An der Stelle also ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie so lange bei uns geblieben sind. Danke, dass Sie zahlreiche Fragen gestellt haben. Und wir möchten die letzten Sekunden auch noch nutzen, um weiteren Menschen zu danken, die hier mitgewirkt haben, dass wir diese Pressekonferenz heute hier so durchführen konnten. Und es sind zuallererst ganz, ganz viele Mitgliedsunternehmen, die Zahlen liefern, direkt an uns, mittels Männer, mittels Frauen, die Daten sammeln. Herzlichen Dank zuallererst an Sie und euch. Ein großes Dankeschön auch an alle Mitwirkenden hier im Verband, in der Geschäftsstelle, die netten Kollegen und Kolleginnen, die die ganzen Daten dann zusammengetragen haben, ausgewertet haben und gut aufbereitet haben. Und ein großes Dankeschön natürlich auch an das Präsidium des ZDV und an den Vorstand, die auch wieder sehr viel Input gegeben haben, damit wir hier diese Marktdaten bekommen. Uwe Wöll hat uns Zahlen präsentiert. Danke schon mal dafür, Uwe. Danke aber auch an die Kolleginnen und Kollegen beim VSF, bei der BAICO, an die Fachhändlerinnen und Fachhändler, die Zahlen geliefert haben. Nimmt es bitte mit, Uwe. Den Dank an alle. Ich will ausdrücklich nochmal aus dem Team Susanne Dietrich erwähnen, die seit Menschengedenken, hätte ich fast gesagt, diese Zahlen zusammenträgt. Wir können uns noch, oder Susanne kann sich noch an die Zeiten erinnern, als das Statistische Bundesamt unsere Zahlen übernommen hat und nicht andersrum. Vielen, vielen Dank an Katharina Hinse, die die Projektleitung hatte, auch ganz neu in diesem Jahr bei uns ist. Danke an Pablo Ziller, der noch keine 3 Monate bei uns ist und es großartig gemacht hat. Jens Stur in der Kommunikation, der sich darum sorgt, ob mein Knotenblau, mein Schlipsblau auch zum ZDV-Blau passt. Danke auch an das ganze Team, an alle Kolleginnen und Kollegen. Danke hier an die Technik vor Ort, auf die wir gucken, die vielen Monitore und Schaltpulte. Danke vor allen Dingen an Sie alle
an die Journalistinnen und Journalisten, die dabei waren, an die Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Kontaktieren Sie uns weitere Fragen. Wir stehen ganz zur Verfügung und danke nochmal, Uwe. Und ja, for the English audience, thanks for joining. You can contact us afterwards as well for further questions. Thanks and goodbye.